Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Severin, Danke, Karl. schön, dass wir bei dir sein. Wir sind beim Ten Fingers heute in Luzern und heute wird der JL-Hobel, den wir vorgestellt haben, Projektvorstellung, er tut das lackieren und patinieren. Richtig geil. Severin, es ist ein hure schöner Raum, den du hier hast. Es ist wirklich richtig geil. Ich sehe es natürlich auch schon, die Teile. Also ich bin völlig geflasht, was du machst. Du hast natürlich eben auch dein Handy mit dem Pinstriping. Von dort aus kennen wir uns eigentlich. Du machst aber noch viel, viel mehr. Genau. Wenn ich da so Zeug anschaue, es ist grandios. Erzähl mal schon ein bisschen, was machst du alles da in deinem Atelier? Also was ich mache ist, ich bin traditioneller Schriftenmaler, kann man das so sagen. Ich mache alles noch mit dem Pinsel und von Hand. Jawohl. Das beinhaltet Schriftzüge auf jensten Gegenständen. Holz, Stahl, ist dir eigentlich völlig egal. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, genau. Ja. Es ist auch auf Glas. Das ist hinter Glas bemalt, das ist Ja. von hinten her gemalt, mit Ja. verschiedenen Materialien, Gold. Da gibt es eigentlich fast keine Grenzen. Ja. Ja. Oder baust du eine kleine Werkstatt in einem Fernsehen oder irgendwas so. Ja, genau, wenn ich Zeit habe. Das Schriftenmalen, wenn es angefangen hat, kann ich so, wahrscheinlich seit es Farbe gibt. Ja. Aber aufgehört hat sicher in den 80er Jahren, das ganze Schriftenmalen an sich so, weil dort ist der Drucker gekommen. Und dann ist das Vinyl gekommen, dann ist alles bekleidet worden. Gerade ein Filet, das du natürlich klebst oder etwas du gemalt hast, es ist ganz eine andere Emotion dahinter. Oder es gibt eben diese Emotion. Klebt, ist einfach draufgepappt, aber das, was ihr heute seht, das hat eine Emotion, finde ich. Oder? Was aber natürlich eine riesen Erfahrung braucht. Also wenn ihr so etwas wollt, ihr seht es jetzt gerade, er macht komplette Töffel. Zum Beispiel im Humble sein Tank, oder? Ja, genau. So absolut geil, oder? Das gibt ja das Humble Oils. Und aus dem ist es gestanden, das ist in Indien. Der alte Tank war so durch, dass du ihn wirklich nicht mehr retten konntest. Der Tank der bleibt mir einfach wahrscheinlich für immer in Erinnerung. Der Moment, wo ich den Tank gesehen habe, weil das so echt ausgesehen hat. Ich habe das nicht gesehen, dass es quasi neu gemacht ist auf alt. Das wird ein richtig, richtig schöner Hobel. Ich freue mich drauf und ich würde sagen, hock hin und ich schaue dir ein bisschen zu. Ja, machen wir. Ich habe da so ein Rostöl zusammengemixt. Das ist per Zufall mal entstanden. Ich tue mit dem die Ecke, die könnte rostig werden, in natürliche Verwitterung einpemseln. Und wenn das ein bisschen angezogen hat, getrocknet ist, etwa nach einer Stunde, kann ich das abputzen und es bleibt auch schön gehangen an den Stellen, wo ich das gerne möchte. Ich kann das auch steuern, wie fest dass ich das dran behalten will, wie verschliert das aussehen. Einfach natürlich mit dem Gedanken, dass es möglichst echt aussieht. Darf ich auch meine Linie, die ich hier gemacht habe, ein bisschen abkratzen, ein bisschen abschleifen, weil das ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Das hat etwas ausgesehen, als wäre es 50 Jahre oder noch länger irgendwo umgestanden. Mit dem Schlepper hier ziehe ich bei diesem Tank die Linie von Hand aussen rum, das Filet. Das tut eigentlich die zwei Farbtöne klar abtrennen. Genau. Jetzt Ruhe bitte. In einem Zug. Und da hat es genug Farbe drin für die ganze Linie. Aber weißt du was, hat mir jetzt die Situation gerade erinnert. Magst du dich erinnern an das blaue Wunder, das zu uns gekommen ist?
Dann mit dem Spiegel ganz blau lackierten Hobel und da Ja. steht schwarze Viele drauf gemalt. Ja, Da haben alle aufhören zu arbeiten. Und einfach... Ja... Also gut. Und dort hast du ja wie immerhin noch einen Rand gehabt. Weißt du, im Schutzblech, wo du vielleicht noch mit dem Finger kannst führen oder dann hast du noch die Kamera im Rücken und dann schaut dir noch der Signo zu und einfach so. Alle halten die Weil, Luft an. ja, genau. Das ist jetzt schon fast ein bisschen perfekt. Aber ich finde es eben geil. Ich finde, man darf das sehen, dass das alles von Hand gemalt ist. Ich finde das ist einfach schön. Es ist einfach viel, viel schöner. Aber es ist Wahnsinn. Wie lange hast du gebraucht, bis du das kannst? Ich habe die Pinsel als erstes gekauft, habe es 2-3 Mal probiert und habe sie in der Jacke nie gerührt. Weil ich dachte, das geht ja gar nicht. Das kann man gar nicht verstehen. Genau, habe dann aber mit dem Schriftenmaler angefangen, andere Pinsel gekauft. Die sind viel kürzer, die Schriftenmalerpinsel. Und habe angefangen Schriften malen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich weiss die Konsistenz der Farbe. Ich probiere es noch einmal. Und eigentlich, es ist so ein Üben. Es ist immer wieder machen, es ist die Routine, die es nachher macht, dass es funktioniert. Wie lange machst du das denn schon? Ich mache das eigentlich seit dem 2019. Versuche das stetig aufzubauen und immer mehr einfach solche Sachen zu machen, solche spannende Projekte. Genau, es macht Spass und Ich bin Fan. es ist schön, dass die Leute wieder das Handwerk entdecken und auch das wertschätzen. Jetzt habe ich die Linie gemacht, ich sehe ja zu gut aus eigentlich für einen verbrauchten alten Tank, der alt aussieht. Darum tue ich es jetzt mit dem Lumpen, die Farbe, die ich aufgetragen habe, ein bisschen abputzen. Lumpen? Lumpen? Unsere hochbeliebten Werkstattlumpen. Fast schon schade. Aber die sind zum Brauchen, ist ein Werkstattlumpen. Sehr cool. Danke vielmals. Probieren wir gerade. Es kann noch besser werden mit dem. So schlimm. Und wenn nicht, ist Ist wenigstens so lumpenfarbig. Dann müssen wir mit dem Bremsreiniger hinterher. Ein bisschen Terpentin, ein bisschen verdünnen. Dann nehme ich hier eine Stelle. Ist doch da klar beim Benzin runter. Ein bisschen Benzin ist drüber runtergelaufen. Und mit den Jahren hat es da die Farbe ein bisschen wegputzen. Ja. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. Bevor ich jetzt die Schattierung mache, die auch wieder rot ist, tue ich hier leichte Farbe, die eigentlich schön deckend drauf ist, ein bisschen scotchen, sodass es ein bisschen nach gebraucht aussieht. Nicht allzu neu aussieht. Auch wieder das Imitieren von Gebrauchsspuren. Jetzt ein bisschen dezent, weil ich ja noch den Schatten drauf tue und nach dem Trocknen vom Schatten, von dem Rot, auch noch ein bisschen drüber gehen. Genau. Und dann tun wir es dann auch in die richtige Position, wie der Töffeltank ist. Und dann machen wir da ein bisschen Benzinspuren drüber ziehen, putze ich noch ein bisschen mehr ab. Ja, das wird geil. Well, I'm gonna take her to the dance on Saturday night. Saturday night. New shirt, new shoes, no room for oversight. Well, I'll be cooler than James Dean, and she'll be hotter than Marilyn. When there's electric in the air, you better be prepared. Auf dem Logo hat es eine Schattierung drauf, eine rote. Die wird dann später auch wieder, wenn sie dann trocken ist, die anscotchen, um wieder auch ein bisschen den Look vom Veraltern oder einfach dass es wieder ein bisschen älter aussieht, zu machen. Ist das Deutsch gewesen? Ich weiß gar nicht. So kann es nicht.
Man hat es verstanden. Yeah, Black Cat got nothing on the lucky man. Also Severin, dann... ja. Ja. Wir lassen dich da noch ein bisschen malen, weil wir sind ja gickerig auf den Shit. Ja. Und ich freue mich riesig auf die Zusammenfassung von dem ganzen huren Hobel. Und in dem Sinne vielen Dank für deine Zeit. Und natürlich auch danke an euch, dass ihr zugeschaut habt. Checkt das ab. 10 Fingers. Unten dran ist der Link drin. Da muss man nicht mehr sagen, ich verrecke, mit was für einem viel Gefühl, dass du das schaffst. Und tschüss miteinander. Bis dann. Also Evi. Ciao. Super.